Um Baugrundeigenschaften, zum Beispiel für ein Einfamilienhaus, bestimmen zu können, eignen sich RAM-Sondierungen. Mit diesen indirekten Aufschlüssen lassen sich Bodeneigenschaften abschätzen, die in situ, also auf dem Feld, gewonnen werden. Mithilfe dieser Erkundungen lassen sich anschließend aufgrund von bekannten Korrelationen Erfahrungswerte abschätzen. Wie andere Sondierverfahren auch, hat die RAM-Sondierung das Ziel, den Widerstand von Böden gegenüber der dynamischen Eindringung einer Sondierspitze zu ermitteln. Diese wird bei der RAM-Sondierung, wie der Name schon andeutet, in den Boden geschlagen bzw. gerammt. Mit Hilfe des ermittelten Eindringwiderstands kann zum Beispiel auf die Lagerungsdichte von grobkörnigen oder die Konsistenz von feinkörnigen Böden geschlossen werden. Zusätzlich ist es möglich, auf die Tiefen von Schichtwechseln zu schließen. In Verbindung mit direkten Erkundungsverfahren kann dann ein Bodenprofil über die Tiefe erstellt werden. Bei der RAM-Sondierung wird zwischen der leichten, mittelschweren, schweren und superschweren RAM-Sonde unterschieden. In diesem Video wird das Verfahren mit der leichten RAM-Sonde, auch DPL für Dynamic Probing Light abgekürzt, vorgestellt. Diese ist für ein Bodenprofil von bis zu ca. 10 Meter Tiefe in Abhängigkeit der jeweils anstehenden Böden geeignet. Das RAM-Sondiergerät besteht aus der RAM-Vorrichtung, dem RAM-Gestänge und der RAM-Sonde. Die RAM-Vorrichtung lässt sich nochmal unterteilen in den RAM-Behren, dessen Führung und den Amboss. Der RAM-Bär besitzt bei der leichten RAM-Sondierung eine normativ vorgegebene Masse von 10 Kilogramm plus minus 0,1 Kilogramm. Dieser RAM-Bär wird während des Versuchs immer wieder bis auf eine definierte Höhe von 500 mm plus minus 10 mm angehoben und dann fallen gelassen. Bei jedem Schlag wird die Schlagenergie über einen Amboss auf das Sondiergestänge übertragen. Dieses Gestänge ist aus hochfestem Stahl hergestellt und verbindet die RAM-Vorrichtung mit der Sondenspitze, die mit jedem Schlag tiefer in den Baugrund eindringt. Um die Eindringung besser beobachten zu können, sind am Sondiergestänge in einem Abstand von 10 cm Markierungen angebracht. Die Sondenspitze weist in Abhängigkeit der durchzuführenden RAM-Sondierung unterschiedliche Ausführungen auf. Diese Sondenspitze ist ebenfalls aus hochfestem Stahl hergestellt. Der Öffnungswinkel ist mit 90 Grad vorgegeben. Zudem muss sie einen oberen zylindrischen Mantel besitzen und einen Übergang zum Gestänge haben. Es gibt die Möglichkeit, dass die Sonnenspitze fest mit dem Gestänge verbunden ist oder als verlorene Sonnenspitze ausgebildet wird. Diese ist nur durch eine Steckverbindung mit dem Gestänge verbunden und verbleibt nach der Versuchsdurchführung im Boden. Mögliche Abmessungen, Gewichte und Toleranzen sind der entsprechenden Norm zu entnehmen. Wichtig ist, dass die Sondenspitze einen größeren Durchmesser hat als das Sondiergestänge. Dadurch wird der mögliche Einfluss der Mantelreibung
am Sondiergestänge verringert. RAM-Sondierungen sollten stets vor geplanten Bohrungen durchgeführt werden. Somit kann vermieden werden, dass die Bohrungen, zum Beispiel durch Auflockerung des anstehenden Baugrunds, Einfluss auf die RAM-Sondierung nehmen. Das RAM-Sondiergerät muss in lotrechter Position aufgestellt werden und diese muss auch während des Versuchs gewährleistet werden. Zudem muss der RAM-Bär so geführt werden, dass ein minimaler Widerstand während des Falls sichergestellt wird. Energieverluste, welche zum Beispiel durch Reibung zwischen dem RAM-Bären und der Führungsstange entstehen, können somit vermieden werden. Die Sonde muss kontinuierlich mit ca. 15 bis 30 Schlägen je Minute in den Boden gerammt werden. Für die DPL gilt, dass nach einem Meter Tiefe das Gestänge um 1,5 Umdrehungen oder bis zum Erreichen des maximalen Drehmomentes gedreht werden muss, um die Stangenverbindung festzudrehen. Dann wird die RAM-Vorrichtung vorübergehend abgenommen und ein weiteres RAM-Gestänge von 1 Meter wird montiert. Anschließend wird auch die RAM-Vorrichtung wieder befestigt und der Ablauf wiederholt sich, bis die erwünschte Erkundungstiefe erreicht wird. Abweichungen der Neigung von mehr als 2% müssen dokumentiert werden und bei Abweichungen über 5% muss der Versuch abgebrochen werden. Die Eindringwiderstände N10, also die Anzahl der Schläge, die für ein Eindringen von 10 cm erforderlich sind, werden in einem Sondierprotokoll kontinuierlich notiert. So können diese anschließend weiter verarbeitet werden. Mithilfe der Eindringwiderstände N10 kann so auf die Konsistenz von feinkörnigen oder die Lagerungsdichte von grobkörnigen Böden geschlossen werden. In einem letzten Schritt wird das RAM-Gestänge und die RAM-Sonde mit einem entsprechenden Entnahmegerät wieder aus dem Boden ausgebaut. Der Versuch kann nun an weiteren Stellen des Baufelds wiederholt werden. Wir haben hier nun die Messwerte für die Eindringwiderstände N10 bis zu einer Tiefe von 1,50 Meter in einem Sondierprotokoll vorliegen. Der genaue Ablauf des Auswertungsprozesses wird in einem zusätzlichen Video verdeutlicht und erläutert. Sie haben also in diesem Video gesehen, wie wichtig eine RAM-Sondierung ist. Sie dient zur Bestimmung von den Konsistenzen feinkörniger Böden bzw. den Lagerungsdichten von grobkörnigen Böden. Und das ist wiederum wichtig, um die Tragfähigkeit eines Bodens zum Beispiel für ein Einfamilienhaus abschätzen zu können.